Du stehst gerade vor deiner Masterarbeit und bist am Überlegen, was danach kommt. Würdest du am liebsten deine eigenen Ideen verwirklichen? Oder hast du vielleicht sogar schon länger davon geträumt, ein erfolgreiches Startup zu leiten? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir zeigen dir, warum deine Masterarbeit ein guter Zeitpunkt ist, um an eine Unternehmensgründung zu denken, und geben dir ein paar nützliche Tipps, wie aus deiner Masterarbeit ein Startup werden kann. In deine Masterarbeit investierst du hunderte Stunden deiner Zeit. Also warum die ganze Arbeit nicht direkt auch für dein zukünftiges Startup nutzen? Du kannst also doppelt profitieren, wenn du bereits vor dem Schreiben deiner Masterarbeit an eine Unternehmensgründung denkst und beides kombinierst. Die ganze Zeit und Energie, die du in deine Masterarbeit steckst, lohnt sich auch über die Note hinaus, und die Arbeit an deinem eigenen Startup steigert andersherum vielleicht auch deine Motivation beim Schreiben. Und wer weiß, vielleicht hast du am Ende sogar den Grundstein für ein erfolgreiches Startup gelegt und kannst mit deiner Idee Geld verdienen. Klingt gut? Wie kannst du deine Masterarbeit also mit einer Unternehmensgründung verbinden? Wir haben 5 Punkte für dich zusammengestellt. Punkt 1. Gründungsidee trifft Exposé. Zunächst brauchst du eine Idee, sowohl für ein Startup als auch für deine Masterarbeit. Danach geht es ans Ausformulieren. Für die Masterarbeit musst du in der Regel eine Kurzzusammenfassung in einem Exposé schreiben. Gleichzeitig solltest du auch schon deine Gründungsidee planen. Dabei kann dir zum Beispiel das Format des Lean Canvas helfen. Damit erstellst du eine kurze Zusammenfassung deiner Gründungsidee und Planung. Versuche anschließend, die Masterarbeit thematisch an deiner Gründungsidee auszurichten. Punkt 2. Feedback aus der Praxis. Nutze die Chance und suche den Kontakt in die Praxis. Dadurch bekommst du eine ganz neue Sichtweise und kannst deine Ideen direkt testen. Dazu kannst du Kundinnen und Kunden, Unternehmen oder andere Praxispartner und Praxispartnerinnen wie beispielsweise gemeinnützige Vereine in deine Masterarbeit einbeziehen. Allerdings gibt es hier insbesondere bei Unternehmen etwas zu beachten. Es sollte immer abgesprochen werden, wem deine Ergebnisse am Ende gehören. Punkt 3. Methodenbasiert arbeiten. Schreibe eine methodenbasierte Arbeit, um deine Zielgruppe besser zu verstehen und deine Gründungsidee zu testen. Dazu kann dir die Durchführung von Interviews, Umfragen und Experimenten oder der Bau eines Prototypens helfen. Punkt 4. Beratung und Austausch. Viele Universitäten und Hochschulen bieten mittlerweile kostenlose Beratungen und interessante Veranstaltungen rund um das Thema Unternehmensgründung. Schau dich um, was für Angebote es an deiner Hochschule gibt. Dadurch bekommst du bereits früh Feedback zu deiner Idee, kannst dich mit anderen Gründungsbegeisterten austauschen und sogar weitere Mitglieder für dein Gründungsteam finden. Punkt 5. Finanzierung. Wenn du gerade erst an einer Idee tüftelst, denkst du vermutlich noch nicht über eine Finanzierung nach. Aber das kann sich gerade bei Stipendien und Förderprogrammen richtig lohnen. Die Beantragung braucht oft recht lange und ist manchmal mit bestimmten Bedingungen verbunden. Schau also frühzeitig, was für dich in Frage kommt. Vielleicht schaffst du es sogar, ein Exist-Gründungsstipendium zu bekommen, mit dem du 1 Jahr lang den Lebensunterhalt für dich und dein Team sichern kannst. Zusammengefasst: Deine Masterarbeit ist ein guter Zeitpunkt, um über eine Gründung nachzudenken. Hier nochmal ein kurzer Überblick, wie du es schaffen kannst, beides zu vereinen. Punkt 1. Verbinde deine Gründungsidee mit deinem Masterarbeitsexposé. Punkt 2. Suche dir Feedback aus der Praxis. Punkt 3. Arbeite methodenbasiert und teste deine Idee. Punkt 4. Suche nach Beratungsangeboten und Veranstaltungen in deiner Nähe. Punkt 5. Informiere dich frühzeitig zu passenden Finanzierungsmöglichkeiten. Neugierig geworden? Unter dem Video findest du interessante Links rund um das Thema Unternehmensgründung. Wir hoffen, das Video hat dir geholfen und wünschen dir viel Erfolg bei deiner Masterarbeit.